Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal geht es darum, dass die B-Säule instand gesetzt wird auf der rechten Seite. Dazu muss ich erst die Tür einpassen, um die Scharnieraufnahme wieder einzuschweißen und danach die B-Säule zu verschließen. Das mit dem Türeinpassen wird erstmal, ja, ich denke, das wird einigermaßen gehen, aber das wird erstmal eine Herausforderung, weil das ja eine neue Tür ist. Die alten Türen waren ja wirklich so krumm und schief und natürlich haben die alles so angepasst, dass es vorher gut gepasst hat mit den alten Türen, aber mit den neuen wird es natürlich auf jeden Fall erstmal eine Herausforderung. Danach geht es dann weiter. Am Ende vom Video zeige ich euch noch oder erzähle ich euch noch die Geschichte von dem Paket. Das dauert einen kleinen Moment länger, deshalb habe ich es ans Ende gesetzt, damit sich nicht alle langweilen, die es nicht sehen wollen. Aber da könnt ihr auf jeden Fall euch auch noch auf eine interessante Geschichte freuen. Gut, dann würde ich sagen, jetzt geht's los mit dem Video und dann bis später. Ich habe das von hinten schon mal Rostschutz behandelt. Hier habe ich Schweißprimer raufgemacht auf die Löcher von innen und jetzt schraube ich sie erstmal fest, um die Höhe festzustellen. Jetzt habe ich die Tür eingepasst bzw. festgeschraubt. Die passt ganz gut. Oben die Kante ist nicht schlecht. Der Spalt ist soweit in Ordnung. Ich habe das aber jetzt mit dem Scharnier noch nicht hundertprozentig ausgerichtet. Also man kann das ja mit dem Scharnier, da sind ja die Schrauben beweglich. Das ist noch nicht hundertprozentig gemacht, aber soweit passt die Tür auf jeden Fall rein, dass das gut aussieht. Ich habe mir aus dem alten Reparaturblech, was ich noch von der anderen Seite hatte, wo hier die Löcher drin waren mit dem Schlitz, habe ich mir das rausgeschnitten und habe das an der Seite hier umgekantet, habe das ausgeschnitten von der Scharnieraufnahme, dass das jetzt hier reinpasst.
Das will ich jetzt hier verschweißen, hier oben die Naht zuschweißen und an den zwei Stellen hier ober- und unterhalb des Scharniers, da werde ich es aber wahrscheinlich mit Karosseriekleber jetzt festmachen, weil von der anderen Seite komme ich da schlecht ran, jetzt da Löcher zu bohren, um das festzuschweißen. Also theoretisch würde es gehen, wenn man jetzt hier die Ecke nimmt, aber das ist sehr knapp. Deshalb würde ich lieber klebe ich es auf den Stellen und schweiße es hier komplett zu. Die Innenseite, wo ich nicht mehr rankomme, die habe ich jetzt schon mit Rostschutz behandelt. Und jetzt noch die Schweißkante, jetzt noch mit Inox-Spray, damit ich dann die Schweißstelle da auch versiegelt habe. So, ich habe jetzt die Kanten entfettet. Jetzt mache ich da den Kleber rauf. Und dann schauen wir mal weiter. Ich bin mit dem Ergebnis wirklich zufrieden. Der Spalt geht unten ein kleines bisschen zusammen, aber das werde ich, wenn ich den Schweller einbaue, noch mal ein bisschen bearbeiten, weil es hier auch noch ein ganz kleines bisschen raussteht, hier unten. An der Stelle, wo die Tür nach unten geht, hier in die Spitze, das werde ich an der Seite einschneiden, ein Stückchen nach innen drücken und dabei gucke ich mal, ob es hier, ob ich den Spalt auch noch ein bisschen bearbeitet kriege. Aber im Großen und Ganzen ist das wirklich super. Auf der Seite ist es okay. Es sieht hier durch den schwarzen Kleber, sieht es hier ein bisschen enger aus, aber ist soweit in Ordnung. Genauso hier oben. Jetzt muss ich bloß noch den Spalt zuschweißen und dann war es das damit. Und dann kann es jetzt auf der anderen Seite drüben weitergehen. Die Geschichte zu dem Frontblech. Ich wollte eigentlich das originale Frontblech erhalten, weil ich ja sowieso gesagt habe, Originalblech erhalten, nicht so viel tauschen. Dazu kamen aber drei Sachen. Einmal hat mich unheimlich das VW-Zeichen gestört, was auf der Front ist. Als zweites unten die Sicke, wo die beiden Bleche zusammenstoßen, die fehlt bei dem Bus, weil die ja auch ein anderes Blech da eingeschweißt haben, wo das Stoßstangenblech und die große Front zusammenstoßen. Da wollte ich eine andere aufschweißen, damit es zumindest so aussieht, als wenn es original wäre. Und die dritte Sache war, dass unterm Lampentopf auf der Fahrerseite war ja dieser Bums, den er anscheinend mal hatte. Da war eben viel verbeult und geschweißt und Spachtel in den Schweißnähten und so. Und das zu richten war recht schwierig, also wäre recht schwierig, weil es eben hier auch unterm Blinker die ganze Ecke, das wieder so glatt zu bekommen, beziehungsweise auch dann nachher glatt gespachtelt zu bekommen, dass die Rundungen anständig aussehen, fand ich dann sehr hässlich. Beziehungsweise heftig von der Arbeit. Und habe dann ja, durch Zufall in einem Shop ein Blech entdeckt, was wirklich wesentlich preiswerter war. Das hat so knappe 2/3 gekostet, was die Bleche sonst kosten. Da stand dann dabei, dass eben die Blechqualität nicht so gut ist, es ist eben dünner. Ich habe mich aber dafür entschieden, habe gesagt, das ist egal, ich nehme das. Dann kam das nicht, habe ich da nachgefragt, was da nur ist mit meinem Blech, und daraufhin haben sie gesagt, ja, wir haben Lieferschwierigkeiten, ob sie mir den 40 € gut schreiben können nochmal, und das sollte die nächsten Tage eintreffen. War ich damit einverstanden, haben sie das gemacht, dann kam das Blech an
Ihr habt ja den Karton gesehen, der war ziemlich dünn. Ich habe das Blech ausgepackt und dann war hier auf der Front ein großer Frosch drauf. Also so locker Handteller groß war das so eingedrückt. Dann habe ich das rausgedrückt von hinten, das ist rausgesprungen, dann blieb aber immer noch eine ganz kleine Delle hier oben drin übrig. Daraufhin habe ich mich wieder beim Shop gemeldet, habe gesagt, ja, das geht so nicht, was machen wir da? Daraufhin haben sie nochmal angeboten, mir 60 € gut zu schreiben und haben mir gesagt, was ich aber auch dann gemerkt habe, dass es gar nicht das Blech ist, was ich bestellt habe, sondern das ist eins in der schweren Qualität. Das ist viel dicker, das ist richtig dickes Blech hier. Daraufhin habe ich mir das nochmal angeschaut und war dann damit einverstanden. Da habe ich dann nochmal 100 € weniger bezahlt. Im Endeffekt habe ich jetzt irgendwie ein bisschen über 200 € für dieses ganze Blech bezahlt mit der ganz kleinen Delle hier drin, aber dafür ist es auch wirklich schwere Qualität. Das konnte ich ja vorher nicht wissen, aber so hat sich das wirklich zum Guten gewendet und ich bin echt zufrieden, dass ich das gemacht habe. Das war jetzt wirklich Glück im Unglück. Und ihr bekommt dann nochmal ein schönes Video, wenn ich dann die Front tausche. So, dann sollte das auch für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei mit den Arbeiten, die ich da drüben gemacht habe. Als nächstes geht es dann drüben mit der anderen Tür und dem Schweller weiter. Und danach geht es dann wahrscheinlich gleich weiter mit der Front. So, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dann, ciao.